Hallo, wir haben hier ein lachendes Gesicht. Hallo. Hallo, die Sarah Fitarovic. Heute am 6. Brett, ist das richtig, gespielt? Für die SG Solingen gegen Schwäbisch Hall. Ja, das ist richtig. Okay. Und wie ist die Partie ausgegangen? Also ich habe leider verloren. Es war jetzt nicht wirklich eine große Überraschung. Die Gegnerin hatte fast 1000 Punkte mehr. Aber ich muss schon sagen, die Partie war eigentlich ganz interessant. Und ich konnte mich meistens ziemlich gut zurechtfinden. Also es lief eigentlich ganz gut. Woran hat es gelegen, dass du am Ende doch verloren hast? Also vielleicht ein bisschen, weil ich zu wenig Erfahrung vor allem im Endspiel hatte. Und weil wir jetzt schon 4 Stunden fast gespielt haben und da ist die Konzentration auch ein bisschen geschwunden. Aber ja, ich glaube, daran lag es und an den 1000 Punkten Unterschied. Wie war so deine Stimmung vorher? Warst du aufgeregt oder nicht so? Weil Schwäbisch Hall ist ja eine sehr, sehr starke Mannschaft und da kann man ja schon so ein bisschen aufgeregt sein. Also ich wusste gar nicht, gegen wen ich spiele. Ich bin einfach hingekommen und dachte mir, okay, ich spiele jetzt gegen irgendeine Person. Ich wusste nicht mal, wie viel DWZ sie hat, bis mir das kurz vor dem Spiel gesagt worden ist. Das ist meistens eigentlich so. Ich weiß nie wirklich, gegen wen ich spiele. Und ich finde das auch besser, weil dann ist man nicht so viel aufgeregt, wenn der Gegner jetzt mehr DWZ hat. Man geht einfach rein und gibt sein Bestes. Okay. Und wie bereitest du dich normalerweise jetzt so auf Partien vor? Sagen wir mal so, ich übe ganz normal wie auch sonst. Und gegen Gegner spezifisch bereite ich mich nicht wirklich vor. Seit wann, wie bist du zum Schach gekommen? Seit wann spielst du Schach? Also, dass ich weiß, wie die Figuren gehen und so spielen an sich, schon etwas länger, aber seit ich glaube 4 bin, habe ich das von meinem Opa erlernt bekommen und auch ein bisschen von meiner Tante. Und im Schachverein bin ich jetzt schon, ich weiß jetzt nicht wie lange, aber schon ein paar Jahre, würde ich sagen. Und aktiv spiele ich erst seit 1, 2 Saisons, würde ich sagen. Und merkst du eigentlich dann eben auch im Verein oder so drumherum, dass du ja eigentlich was ganz Besonderes bist? Weil du bist ja ein Mädchen, was Schach spielt. Das kommt ja nicht so häufig vor. Ja, also ich würde sagen, in unserem Verein gibt es im Vergleich schon ziemlich viele Mädchen, die Schach spielen. Deshalb ist mir das nicht wirklich aufgefallen. Das finde ich auch richtig gut. Und unsere Mädchenmannschaft ist sehr erfolgreich und Mädchen sind nett da und haben mich gut aufgenommen, weil ich war jetzt ein bisschen jünger im Vergleich. Es macht mir eigentlich nichts aus. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, weil es ist jetzt nicht wirklich so ein typischer, ich sag jetzt mal typischer Mädchensport. Deshalb finde ich es ganz cool, bei Schach zu sein. Und was sagen so deine Freunde in der Klasse? Ich meine, wenn du sagst, ich spiele Schach, ja, das ist ja nicht Ballett, Turnen oder andere Dinge, die eben Mädchen in Anführungsstrichen ja diese Sportarten betreiben. Also sagen wir mal so, in meiner Freundesgruppe, die finden das eigentlich alle ganz cool. Und mit Schach wird halt auch assoziiert, dass man schlau ist, würde ich sagen. Man braucht halt schon eine gewisse Logik, um das Spiel zu spielen. Deshalb bin ich auch eigentlich ganz stolz drauf. Und die finden das alle auch interessant, weil aus meiner Klasse spielt sonst keiner Schach. Ja. Und möchtest du, dass auch noch mehr Mädchen Schach spielen? Oder ist das so für dich eigentlich egal? Manche sagen ja, auch von den Frauen ist es egal, ob noch mehr Frauen Schach spielen. Hauptsache, ich werde irgendwie besser. Wie ist es bei dir? Was meinst du? Also ich würde eher sagen, ich möchte so vielen Menschen wie möglich Schach ans Herz legen, weil ich glaube, es hat sehr viele Vorteile. Und wenn es mehr Mädchen im Schach gibt, umso besser. Also ich würde sagen, man sollte es auf jeden Fall einmal ausprobieren, weil warum nicht? Ja, wir sind ja hier unter uns. Dann kannst du mir sicher auch einen Tipp geben, wie man eben noch mehr Mädchen an das Schachbrett bringt. Also da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Kurz gesagt, ich hätte nicht wirklich eine Ahnung, wie man dazu kommen kann, weil ich glaube, es wird erstmal ein bisschen abschrecken, weil Schach an sich ist ja eher so ein
Männersport würde ich schon sagen, weil das dominiert jetzt ziemlich die Männerseite. Außer einfach mal ausprobieren, kann ich da nichts zu sagen. Ich glaube, es würde nicht schaden. Und wie ist das? Du bist, glaube ich, auch erfolgreich gewesen mit der Schulschachmannschaft. Ist das richtig? Ah ja, unsere Schulschachmannschaft hat in der Mädchenklasse, also WKM, die deutsche Meisterschaft geholt. Das fand ich ganz cool. Es hat sich auch so getroffen, dass die Mädchen, die im Schachverein sind, die meisten sind halt auch in unserer Schule. Und deshalb konnten wir dann eine ziemlich erfolgreiche Mannschaft mit aufstellen. Ich fand es auch cool, ganz viele Mädchen in Deutschland zu sehen, die dann noch Schach spielen. Und den Sieg zu holen war natürlich ein tolles Bonus. Ein toller Bonus. Wart ihr da Favoriten? Ich glaube schon. Also es hat sich so ein bisschen ausgeglichen, weil wir hatten am hinteren Brett meine Schwester, die hatte noch keine DWZ da zu dem Zeitpunkt und die anderen Mannschaften hatten alle so, ich würde sagen, so ausgeglichene 1200, 300, weiß ich nicht. Also würde ich sagen, die waren schon weit oben, aber ich bin mir nicht sicher, wer die Favoriten waren. Und was machst du außerhalb des Schachs? Außerhalb des Schachs spiele ich noch Softball und ein bisschen Volleyball also Volleyball im Verein. Aber das ist eher so mit meinen Freunden, damit es Spaß macht. Was erreichen möchte ich halt eher im Schach. Zum Beispiel ein Titel, weil ich meine, das hört sich cool an und das bedeutet dann auch, dass man relativ gut im Schachspielen ist. Ja, das ist so, was ich mache. Ich lese auch sehr gerne noch, aber meine Leidenschaft ist halt Schach. Was für einen Titel möchtest du gerne erringen? Also am besten Großmeister. Aber ich würde sagen, ein Titel, der halt zeigt, dass ich gut Schach spielen kann. Und nicht wirklich ein Titel, sondern halt auch so ein Status, dass man weiß, ja okay, Sarah spielt gut Schach. Ich weiß jetzt nicht, ab welchem Titel man das sagen kann. Ich würde sagen, ab jedem, aber je höher, desto besser, oder? Ja, gut, das stimmt natürlich, das ist richtig. Und was tust du für Schach? Also ich trainiere oft mit der Gruppe in Solingen und halt auch mit Olli trainieren Diamaida und ich mit Thomas online. Und sagen wir mal so, zu Hause auch etwas, aber ich würde gerne mehr tun. Gefällt dir so ein Einsatz so hier so in der Frauenmannschaft grundsätzlich? Weil ich habe dich eben kennengelernt, auch in der zweiten Bundesliga, dass du gern mitgefahren bist, dass du eben Spaß dran gehabt hast. Was ist so das Wichtigste für dich bei diesen Mannschaften, beim Mannschaftsspielen? Wie schon gesagt, das ist ein Mannschaftsspiel und da ist das Wichtigste meiner Meinung nach auch die Mannschaft und dass man zum Beispiel nach dem Spiel essen geht. Und das Mannschaftsgefühl an sich, und dann übernachtet man da irgendwo, dann sieht man die Leute halt auch außerhalb vom Brett. Das finde ich ganz interessant und cool und deshalb mag ich die Mannschaftsspiele sehr gerne. Okay, und meinst du, dass du morgen eingesetzt wirst? Ja, ich weiß, dass ich morgen schon spiele und ganz cool finde ich, dass da auch parallel die erste Bundesliga spielt und ich freue mich schon, da ein bisschen was zu sehen. Okay, alles klar, herzlichen Dank. Das war's. Dankeschön.